Willkommen. Den letzten Meter gehst du ganz allein. Was bedeutet das? Wenn du dich auf einem spirituellen Weg befindest, suchst du Unterstützung, Hilfen, Krücken, Menschen, die dich begleiten. Das ist vollkommen normal und auch ganz natürlich auf dem spirituellen Weg. Und es gibt immer wieder typische Bestandteile, die sich sehr ähneln mit den spirituellen Wegen anderer Menschen. Doch bleibt es immer dein individueller Weg. Und wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip entdeckst du irgendwelche Schlüssel für dich, die etwas in dir aufsperren, wo bei anderen Menschen das Türchen verschlossen bleibt. So hast du also deine eigenartige Weise zu sehen, deine einzigartige Weise zu gehen und Dinge zu erkennen. Doch den letzten Meter gehst du ganz allein. Vielleicht hast du viele Bücher schon gelesen, spirituelle Bücher oder philosophische Bücher, kennst dich gut aus, bist ein intelligenter Mensch mit einer hohen Auffassungsgabe oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du eher nur ein Herzensmensch, der viel intuitiv macht und auf Intellekt gar keinen großen Wert legt. Oder du bist beides oder sonst was. Auf jeden Fall wird dir genau das begegnen, was du zur Erkenntnis brauchst. Zur Erkenntnis dessen, was du in Wahrheit bist, liebes Sein. Das, was du bist, was ich manchmal liebes Sein nenne, ist ein fließendes Geschehen. Es ist durch und durch liebevoll, auch wenn es oft ganz anders erscheint. Das Wichtigste daran ist, dass es vollkommen unpersönlich ist. Unpersönlich zu sein heißt aber nicht, dass da gar nichts drin steckt, sondern das liebevolle Seinen, das fließende Geschehen, der Fluss selbst bist du. Und so dürfen wir mit einem gewissen Mut und einer gewissen Bereitschaft uns von unserer Person verabschieden. Dann wird das Leben aber nicht hohl oder angstvoll oder sinnentleert oder verstandesbefreit, sondern es wird reicher und erfüllter, intelligenter, fröhlicher, humorvoller und bunter. Du bist das eine Unaussprechliche und ein Zwischenhändler namens Ich hat nie existiert. Es ist eine Illusion. Ein ICH sind nur 3 Buchstaben. Das bist du nicht. Habe den Mut, dich davon vollkommen zu verabschieden. Und wenn das durchbrochen ist und du klar sehen kannst, kommt eine Art Persönlichkeit, anders zusammengesetzt, natürlich wieder zurück, denn wir brauchen das in diesem Leben, um zu kommunizieren, um ganz Mensch zu sein. Das ist der natürliche Verlauf. Eine Art Persönlichkeit ist wieder da und auch hier wird von einem Ich gesprochen. Ich mache dies, ich drehe ein Video oder ich lasse es sein. Da ist dann aber das stetige Erkennen, dass kein persönliches Ich gemeint ist, sondern das, was ich in Wahrheit bin, was überhaupt keinen Namen tragen kann, was aber oft Namen bekommen hat, und so wird das wieder objektiviert oder subjektiviert in dem Fall, und dann glauben wir, es handelt sich doch um eine fest eingeschachtelte Identität. Das ist nicht so. Es ist wie eine Sonne, die ihre Strahlen ausschickt, überall hin, und du bist das gesamte strahlende Geschehen, ohne Grenzen. Verabschiede dich von einem Ich, von deiner Geschichte, die du vermeintlich erlebt hast, von der Vergangenheit und von der Zukunft. Die Sonne scheint nicht gestern, die Sonne scheint nicht morgen, sie scheint nur in diesem Moment. Und das bist du. Es ist so einfach. Den letzten Meter gehst du ganz allein. Das heißt, du darfst diese Krücken und Stützen irgendwann loslassen. Ich gehe noch weiter. Du musst sie loslassen, damit du frei bist. Wenn du dein Seelenheil in einer anderen Persönlichkeit suchst oder in einer Gruppenstruktur, in einer Bubble oder in einer Sekte oder in einer freundlichen Gemeinschaft der spirituell Gleichgesinnten, hast du wieder eine Formidentität angenommen. Das ist dann eine Gruppenpersönlichkeit und du fühlst dich vielleicht darin wohl.
Und dann siehst du immer noch nicht, egal wie weit du schon angeblich fortgeschritten bist auf deinem Weg, dass du immer noch dich mit einer personenhaften Struktur identifizierst. Doch alles Persönliche existiert überhaupt nicht. Und das macht die ganze Sache nicht leer. Es macht sie voll. Voller Freude, voller Liebe und voll dem, was du bist, was du schon immer bist, bloß künstlich verkleinert hast. Durch eine Illusion, die du selbst etabliert hast. Die Ich-Illusion. Ein spielerisches Element, wo du dich erfahren wolltest als eine kleine, scheinbar getrennte Figur, die sterblich ist und hier sonst vom Leben nichts mehr hat, wenn sie tot ist. Angst vom Tod. Das brauchst du nicht zu haben, denn du bist das Leben selbst. Das fließende Leben selbst, das kein Gegenteil hat. Die Form, die du angenommen hast hier als Mensch, ist bedeutungslos. Du kannst sie allerdings nutzen, um zur Selbsterkenntnis zu kommen, denn das geht ohne Hülle deutlich schwerer. Also hast du dieses Leid und die Freude und die Schmerzen und das Glück als Reibungsflächen bekommen, um irgendwann festzustellen, irgendwas stimmt hier nicht oder es reicht mir jetzt damit. Ich habe keine Lust mehr nach außen zu gehen, ich schaue jetzt nach innen. Schau nach innen. Dort wirst du alles finden, was du bist. Den letzten Meter gehst du ganz allein. Lass alle Gruppen los, alle Lehrer, alle Dinge, an die du dich so fasziniert festgehalten hast, die dir eine Stütze, einen Halt geben wollten, eine Leitplanke bieten wollten, an Identität stiften wollten. Du hast keine persönliche Identität, weil sie nie existiert hat. Lass das alles los. Hab Mut, hab die Liebe, hab die unbändige Bereitschaft, alles dafür aufzugeben, um dann festzustellen, dass du überhaupt nichts aufgegeben hast. Du hast eine Seifenblase aufgegeben und bekommst dafür das Gefühl der unendlichen Fülle des Seins. Da ist nichts Persönliches drin. Also kannst du das hier auch nicht persönlich nehmen. Nimm es unpersönlich und sei dir dennoch gewiss, dass alles voller Liebe ist und dass du das bist und dass auch die Worte rauskommen passend wieder, die Handlungen des Menschseins passend herauskommen. Du wirst weiter existieren, viel besser als vorher. Du wirst auch noch auf deinen dir gegebenen Namen dort hören und wahrscheinlich merkt es im sogenannten Außen keiner. Aber du, und dann wirst du angesprochen. Was ist das, was du da hast? Du könntest eigentlich die Frage korrigieren und gegenantworten. Du meinst, was ist es, was ich bin? Das bist du auch. Alles Liebe.